is the wrong place to be. I think I should go home, but I don't know where it is. Bring me back to me, bring me back to me, bring me back to me. It's making me feel so weak. Willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir befinden uns hier am Salzburgring. Wir sind gestern angereist und ja, heute geht hier richtig was ab. Wir laufen hier mal ein bisschen rum, filmen ein paar Sachen, reden mit ein paar bekloppten Leuten, zeigen ein paar bekloppte Autos. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns gleich. Also wie wir sehen können, ist hier ein Mercedes. Ich würde mal behaupten, es ist ein Driftfahrzeug. Also selten ein Mercedes gesehen mit so einem Lader. Finde ich schon ganz schön geil, muss ich ehrlich sagen. Guck mal da unten. Junge, das Ding ist aber auch komplett gemacht, Junge. Keine halben Sachen. Krankes Gerät, Junge. Was sagst du dazu, Junge? Ist schon geil, oder? Was ist los mit Ladeskills? Das ist echt schön, Alter. Cooles Auto. Echt cooles Auto. Ich kenne so ein Ding auch jetzt, ne? Aber ich weiß ganz genau, wie das bei uns läuft, Junge. Das Ding wird direkt wieder verbastelt. Oh Mann, ey. Warum können wir nicht einfach mal irgendwas Serie lassen, Junge? Das wäre auch zu einfach, oder? So, also wir befinden uns jetzt hier in der Porsche Corner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier steht nämlich auch das eine oder andere. Hier steht direkt neben mir so 996. Ich muss sagen, das Ding ist schon ganz schön wild. Ich würde behaupten, es ist ein Carrera. Aber da ist nicht mehr viel von über. Aber Junge, ich habe keine Ahnung, was das für ein Flügel sein soll, Junge. Das ist definitiv, da war ja mal irgendwie mal ein Brett dran oder so, aber von was das ist, Junge, keine Ahnung, noch nie gesehen. Und die Heckschürze ist ja auch mega wild, Junge. Das ist ja irgendwie hier so mit GT3-Optik, aber irgendwie dann aber auch vom, wie heißt der nochmal, vom Sport Classic, das Mittelteil. Also hier ist auf jeden Fall gar nichts mehr Serie. Oh Junge, diese alten Audis, ne, Junge, die Dinger holen mich einfach so heftig ab, ne. Formschön, Historie, Klang, volles Programm, Junge. Einfach geil. Einfach geil. Gibt's nichts auszusetzen. Aber alles hier, Junge, nur wilde Teile. Im Prinzip die Farbkombi auch bei uns stehen, von dem netten Herrn Wetzel. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde das ziemlich geil mit dem Pipita sitzen. Das ist echt cool. Sehr schick, passt sehr gut zu dem Auto. Vor allem auch Pool Position, schön einmal umgeledert. Geil. Gerade in der Porsche Corner und gucken uns hier die ganzen Autos an und uns ist aufgefallen, wir sind gar nicht die einzigen 9FFs hier. Die Veranstalter sind natürlich auch mit ihren Fahrzeugen da und links von uns steht eins und rechts von uns steht gleich das nächste Auto. Lader, überall. Ich würde sagen, er hat auf jeden Fall den besten Parkplatz. Also nachdem wir uns jetzt hier viele Porsche angeguckt haben, gucken wir uns natürlich auch mal ein paar andere Sachen an. Also ich muss sagen, klassische alte Autos sind ja immer der Hammer. Und dieser Ferrari 308 GTB, glaube ich, ist das, oder GTS, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Super sexy. Rot, sowieso meine Farbe. Radreifen-Kombination, ganz schön fett. So, wir sind hier am Salzburgring und hier wird ja eigentlich hauptsächlich Rundstrecke gefahren. Aber hier gibt es auch heute ein Part mit Viertelmeile, deswegen ist ja das ein oder andere Viertelmeile-Auto. Und unsere Jungs von HST, die sind auch hier und das Ding ist einfach so heftig krank. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen was von einblenden. Krankes Gerät. Bitte? Klär noch mal. Boah, ja, also an dem Auto ist ganz schön viel passiert. Das findet man auch ganz viel bei YouTube zu. Ich hatte das mal so ein bisschen verfolgt. Das ist echt ganz schön wild, was die Jungs da machen. Die haben einen Billetblock da drin, von quer auf längs eingebaut. Mit so einem Automatik-Wandlergetriebe. Also es ist ein voller Drag-Umbau. Das Ding ist schon ganz schön männlich. Einfach nur geil.
Einfach nur geil, mehr brauche ich nicht sagen. So, wir laufen jetzt gerade mal über den Salzburgring und die netten Herren haben uns nämlich gestern Abend geholfen. Wir hatten so das ein oder andere kleine Problem mit unserem Auto, da wurden wir fleißig unterstützt mit Werkzeug. Die haben hier nämlich auch ein paar schöne Autos dabei, unseren ganzen Truck. Und ja, da wollten wir euch mal vorstellen, was hier eigentlich so los ist. Ja, hallo, einen schönen Gruß vom Salzburgring hier. Ich bin der Wolfgang vom Team Derschl Austria. Alle sagen zu mir, ich bin der Teamchef. Ich habe jetzt seit 12 Jahren das Rennteam. Wir haben eine Firma, wo wir das, und dann haben wir gesagt, wir wollen auch demonstrieren. Wir sind Autozulieferer, reiner Jobshopper mit ca. 100 Leute. Und da haben wir gesagt, wir wollen einmal demonstrieren. KTM baut Autos in Österreich, Magna baut Autos, aber es muss doch einen dritten Hersteller geben. Ich habe in England, ich habe immer Gruppe C Autos geliebt. Es hat nichts Gescheites gegeben. Ich bin wirklich betrogen worden. Ich habe geglaubt, Motorsportkollegen sind fair, aber leider waren die Engländer. Das war immer ein kaputtes Auto. Dann habe ich gesagt, ich baue mir selbst ein. Alle haben sich auf den Kopf gerissen, aber ein Jahr später, also 11,5 Monate später, ist mein Baby gelaufen. Damals noch mit einem Ford Cosworth-Motor, aber da sind die Köpfe immer davon geraucht und jetzt haben wir mittlerweile eingebaut einen M3 4-Liter-Sauger vom E92 mit ca. 450 PS bei 900 Kilo. Boah, das ist schon amtlich. Da ist schon gut an der Zuhause. Ja, macht Spaß. Also man kommt nicht zum FF hin, aber zu euch. Aber wie gesagt, ich bin 65 Jahre, ich mache das einfach. Wir fahren um die goldene Ananas. Ich bin lang Bergrennen gefahren, vorher 20 Jahre Motocross. Aber nach 37 Spitalaufenthalte muss man auf 4 Räder kann man doch nicht so leicht umkippen. Ja, und wo ich schon zuerst einmal die ersten Jahre Berg, aber da geht es halt schon sehr viel aufs Material. Und jetzt sind wir umgestiegen vor 4 Jahren auf Rundstrecke. Ja. Und wo ich besonders stolz bin, was da oben ganz kurz, vielleicht das 2020 Europameister mit diesem Auto, mit dem selbstgebauten. Dann sind die Gegner doch verstummt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Schnellste bin, aber du musst in unserer Klasse einfach Punkte sammeln, du musst durchkommen und das Auto, was nutzt 1000 PS wie bei euch, wenn er nicht anspringt. Das Ding muss laufen. Ist so. Du musst permanent abliefern. Es muss permanent abliefern und was ganz wichtig ist, meine Jungs, und du weißt selber, ohne die Mechaniker, die was wirklich sie aufopfern. Man braucht die Crew, das ist eine Teamarbeit und wenn das Team nicht funktioniert, funktioniert das Auto in der Regel auch nicht. Es sind 90% Schrauben, 10% fahren, 5% grillen und da, was du mal nach links schnell schwenkst, was dazu gehört, was wir immer dabei haben, die schönsten Mädchen natürlich. Christina, so ein Lächeln für die Kamera. Da ist die Welt in Ordnung, oder? Na, vor allem die Sponsoren sind ein bisschen abgelenkt. Ja, wann gibt es die nächsten Fotos? Sage ich, es hängt von euch ab, wann ich wieder eine Filmrolle mir kaufen kann. Ja, wie gesagt, ein Dank an die Jungs. Und wirklich ohne Sponsoren würde auch nichts laufen. Den Truck haben wir übrigens auch selbst aufgebaut. Ja, und es macht einfach unheimlich Spaß. Wir fahren um die goldene Ananas. Aber du weißt selber am Rennplatz. Und vor allem der große Unterschied zum Fußballer, wenn da 2 Rivaliten spielen, du brauchst keine Angst haben, du kannst mit der Familie herkommen, du kriegst kein Bier über den Kopf. Das stimmt, Mach bitte die Türe zu. Ja. Das ist das Lässige, du fährst im Rennen gegeneinander und nachher triffst die, einer hilft den anderen. Wir haben von der Schweißanlage alles im Trag, jeder geht zum Kollegen, wie du sagst, und wir sind nur die halbe Stunde auf der Strecke Gegner und sonst ist eine große Familie, man trifft sich alle 2 Wochen. Ist so. Da muss ich auch sagen, das hat mich sehr überrascht, also gerade hier in Österreich, die Hilfsbereitschaft von allen Leuten ist unglaublich. Ja. Also wir fahren ja viele Events, ja auch in Deutschland, Viertelmeile, halbe Meile, so, und das ist eher, ich jetzt nicht falsch verstehen, aber oft Missgunst. So, da kommen die Leute so, ach guck mal, weißt du, hier, der fährt nicht so, ne? Aber hier ist das so, ach, hast ein Problem, kann ich dir helfen, ne? Brauchst du was? Das ist schon sehr cool, sehr familiär. Das war natürlich da auch am Anfang, das erste Mal war ich der erste mit dem Truck in Österreich und sagen, hey, was will der Alte da und was der nur, aber dann haben sie sehr schnell gemerkt, es ist doch toll, wenn man wohin gehen kann und vor allem mittlerweile sind sehr viele am Rennplatz damit und na, wie gesagt, und es ist einfach, der Himmel scheint. Die Leute sind unter Strahlen im Himmel. Ja, und das Wichtigste ist heute abends gut heimfahren. Die Autos sollen wieder reingeschoben werden können. Und wir sind am besten wieder alle heile nach Hause gekommen und dann ist der Tag gut gelaufen. Und in 2 Wochen sehen wir sie wieder. Nächste Woche sind wir am Hockenheimring. Das ist das Jim Clark Revival. Und da freuen wir uns und da dürfen wir im Rahmenprogramm mitfahren und zeigen, was wir ein bisschen so drauf haben. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, cool. Dann, ich würde sagen, wir laufen noch einmal ins Auto und filmen noch mal ein paar Sachen ab, weil es ist sehr, sehr interessant. Hier gibt es das eine oder andere Coole ja noch zu sehen. Ja. Dann bedanke ich mich schon mal vielmals für die Mühe und für die Zeit. Okay. Und
Ja, Ja, und wir haben natürlich auch im Team noch 4 andere Autos. Also da steht der Torque, da ist leider gestern auch natürlich wieder am Rennplatz der Luftmengenmesser eingegangen, aber den werden sie jetzt gleich mal rausnehmen. Immer diese Elektronik. Immer diese Elektronik. Ja, und wie gesagt, da haben wir 2 Liter, aber die sollen das selber erklären, die Jungs. Okay. Und ich habe gesehen, den Ferrari habt ihr auch noch dabei. Ja, das ist mein, ich muss irgendwie herkommen auch, oder? Was ein bisschen herkömmlich ist. Ja, normaler 488 Spider. Sound ist Hammer. Ja, das ist, Ja. klingt. Sound ist echt cool. Und er ist wirklich, wunderschönes Auto. Und er ist trotzdem gebaut für die Rennstrecke auch. Man kann ihn trotzdem benutzen. Ja, genau. Nicht so wie bei den alten Ferraris. die Ja, gerne mal eher mittlerweile sind die wirklich stabil. Ich habe einen Oldtimer gehabt, einen 365 GT4, aber das ist mittlerweile wirklich perfekt worden. Ja, sehr cool. Und ich bin mal vom Kunden, wir hatten 488 da, der Downpipes gekriegt und Auspuff. Und da war ich sehr, sehr überrascht, weil ich bin vorher mal einen 430 gefahren. Ja. Da sind Welten dazwischen. Ja, da ist also ein Quantensprung, unglaublich. Ja, sehr cool. Super. Wir machen die Runde. Wie Und gesagt, dann- nochmal ja, vielen wie gesagt, herzlichen Dank. gerne. Und dann sage ich mal, bis später. Wir sehen uns ja gleich bestimmt Danke. nochmal. Ciao. Okay? Ja, Hier ist nämlich nicht langweilig. Technik Hier gibt es steht nämlich dann auch Technik ohne Ende. Und hier ist gleich der nächste hinterher. So, wir filmen nämlich gerade so ein bisschen hier so interessante Sachen, die hier rumstehen. Und haben schon erzählt, dass ihr uns gestern schon so nett unterstützt habt. Genau. Und dann können wir uns das natürlich nicht entgehen lassen, hier auch nochmal vorbeizugucken. Ja, super, ne? Natürlich, Und so, ich tausche mal eben hier. Und dann sieht man hier nämlich auch ein bisschen mehr. Und man versteht dich auch ein bisschen besser. Ja, So, dann erzähl mir, stell dir erstmal vor, wer du bist und was hast du überhaupt Schönes dabei. genau. Ich bin der Holzer Roland. Und zwar, das ist ein Torque, BAS, 4 Liter. Hat einen V6 drinnen. Schöne Maschinen. Haben sie insgesamt 27 Stück gebaut seinerzeit. Und funktioniert tadellos, hat 350 PS, 820 Kilo. Und ja, geht sehr gut. Ja, das glaube ich. Sehr, Bei sehr dem gut. Leistungsgewicht Ja, ist da. natürlich. Gerade in den Kurven Nicht und kirschig. Strecken ist Ja. natürlich perfekt zum Fahren. Gell. Das ist seinerzeit vor 2 Jahren ist schon mal wer am Berg gefahren damit. Aber das ist dann schon sehr riskant. Ja, das glaube ich, weil wenn du da mal absegelst, dann ist auch bist Ende, weg, da ja. ist nichts mehr mit Aussteigen. Da bist du weg, ja. Ja, jetzt haben wir gerade noch die leisen Auspuff aber. Weil fahren leisen darf man Auspuff, Mensch, sowieso nicht ärgerlich. leider. Aber dann können wir wenigstens noch einen Soundcheck machen heute. Und ein bisschen fein einstellen noch für nächste Woche in Hockenheim. Und ja, Geht's dann auch wieder rund. genau. Ja. Freuen wir sich natürlich schon wieder drauf. Ja, Ja, glaube ich. Renntage sind immer die besten Tage im Jahr, sag ich. Ne? genau so ist es. Aber man muss auch sagen, ist unglaublich auch, was hier los ist. Ne? Also wenn man Wahnsinn. Matti, kannst ja mal filmen, wie viele Ja, Leute hier rumlaufen. Also es ist ja echt bescheuert. Gutes Wetter natürlich, klar, da Total. rücken noch mehr an. Total, ja. Aber ich bin echt baff. Also ich bin schwer beeindruckt. Ja. Also Österreich kommen auf jeden Fall wieder. Ja, das stimmt. Nein, so eine super Veranstaltung, haben sie toll gemacht. Ja. Ja, auf jeden Fall haben die Jungs gut organisiert hier. Ja, genau. Muss man echt sagen, ja. Lob an Erna. Und ja, Ja. ich hoffe nächstes Jahr wieder. Gell? Wir fahren nachher nochmal mit dem Ferrari. Genau, ja. Perfekt. Wir filmen auf jeden Fall nachher nochmal Ferrari, weil das Ding klingt nämlich hammermäßig. Super, danke. So, wir ziehen weiter, wir filmen noch ein paar Leute. Ich Super. bedanke mich vielmals für die Dankeschön. Zeit. Schönen Tag noch und ich sage erstmal bis später. Ne? So ist Bühne aufgefahren. Dann kannst du filmen, aber filmen. Boah! Geht's ab. Also mit eurem Hänger hier, also das ist mal richtig geil. Ja, wir haben leider nur so einen schönen grünen T5, der Motorschaden hat. Ja, Wahnsinn, ja. Ja, hier ist schon ganz schön was los, echt. Unglaublich. Boah, Wahnsinn. Boah, aber die Geräte, die ihr dabei habt, das ist schon echt andere Stufe. Ja. Voll krass. Ja.